I'd come home feeling pretty empty because my engagements at that time would be to do with people dying. Jahrelang hat die Welt über die letzten Momente von Prinzessin Diana spekuliert. Doch nun hat König Charles selbst enthüllt, was in Dianas letztem Telefonat gesagt wurde. Was geschah wirklich in den Stunden vor ihrem tragischen Tod? Und wer war die letzte Person, mit der sie sprach? Glauben Sie, dass wir jemals die ganze Wahrheit erfahren werden? 1 für Ja, 0 für Nein. Worüber sprachen Sie genau? Gab es eine Warnung? Einen herzlichen Abschied oder etwas noch Schockierenderes? Bleiben Sie dran. Wenn wir die Details von Prinzessin Dianas letztem Gespräch mit König Charles erkunden. Am 31. August 1997 verlor die Welt die Prinzessin des Volkes durch einen tragischen Unfall in Paris. Doch jetzt sind neue Details über ihren letzten Anruf aufgetaucht und die schockierende Wahrheit, die König Charles gerade zugegeben hat, macht königliche Beobachter sprachlos. Könnte dies endlich das Geheimnis ihrer letzten Momente erklären? Aber bevor wir verraten, was in Dianas letztem Telefonat wirklich gesagt wurde, sollten Sie sich unbedingt anmelden und die Benachrichtigungsglocke drücken, damit Sie die nächste königliche Bombe nicht verpassen. Das letzte Telefonat von Prinzessin Diana. Das letzte Gespräch von Prinzessin Diana mit ihren Angehörigen ist einer der emotionalsten und herzzerreißendsten Momente der Geschichte geblieben. Im August 1997 rief Diana in Paris an, um mit ihren Söhnen Prinz William und Prinz Harry zu sprechen, die mit ihrem Vater, Prinz Charles, auf Schloss Balmoral in Schottland weilten. Zu diesem Zeitpunkt waren William und Harry gerade 15 und 12 Jahre alt und verbrachten die Sommerferien mit ihren Cousins auf dem königlichen Anwesen. Als ihre Mutter anrief, wollten sie sich unbedingt wieder amüsieren und ahnten nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie ihre Stimme hören würden. Jahre später, in der 2017 erschienenen Dokumentation Diana, Our Mother, Her Life and Legacy, erzählte Prinz William, dass er sich noch immer an ihr Gespräch erinnere. Er gab zu, dass sowohl er als auch Harry es eilig hatten, zu ihren Spielen zurückzukehren und nicht so lange geredet hatten, wie sie hätten reden sollen. Rückblickend bedauerte William zutiefst, nicht mehr mit ihr gesprochen zu haben. Auch Prinz Harry erinnerte sich schweren Herzens an den Anruf. Er erzählte, dass er nur wenige Wochen mit seiner Mutter verbracht hatte, bevor sie nach Paris abreiste, und dass er sie seit einiger Zeit nicht mehr persönlich gesehen hatte. Obwohl er froh war, ihre Stimme zu hören, gab er zu, dass er den Anruf zu schnell beendete, weil er unbedingt wieder spielen wollte. Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, wäre ich nicht so blasiert gewesen, sagte er und bedauerte, nicht länger mit ihr gesprochen zu haben. Später wurde in einer Dokumentation aus dem Jahr 2021 enthüllt, dass Diana nach dem Gespräch mit ihren Söhnen ein weiteres Telefonat führte. Diesmal mit Prinz Charles, ihrem früheren Ehemann. Der Journalist Richard Kay, ein königlicher Experte und Freund der verstorbenen Prinzessin, erinnerte sich an ein Gespräch mit ihr in derselben Nacht. Er sagte, Diana sei gut gelaunt gewesen und habe ihm gesagt, sie wolle unbedingt nach Hause zurückkehren und ihre Jungs wiedersehen. Tragischerweise verunglückte sie nur wenige Stunden später bei einem Autounfall in einem Pariser Tunnel tödlich. Vor ihrem Tod war Dianas Beziehung zu ihren Söhnen unglaublich eng. Trotz der Trennung von Prinz Charles blieb sie eine liebevolle und engagierte Mutter, die ihre Kinder regelmäßig besuchte und mit ihnen in den Urlaub fuhr. Sie nahm William und Prinz Harry auch auf Ausflüge in Vergnügungsparks und sogar Obdachlosenheime mit und sorgte dafür, dass sie mit einem Verständnis für die Welt außerhalb der königlichen Familie aufwuchsen. Nach ihrem Tod sprachen William und Harry offen über den Schmerz über den Verlust ihrer Mutter. Sie erinnerten sich daran, wie schwierig es war, nach der Scheidung zwischen den Häusern ihrer Eltern hin und her zu fahren, aber sie hätten sich nie vorstellen können, dass dieses Telefonat ihr letzter Moment mit ihr sein würde. Bis heute bedauern sie beide, nicht länger mit ihr gesprochen zu haben. Dianas letztes Gespräch mit ihren Söhnen und Prinz Charles war ein herzzerreißender Abschied, den niemand kommen sah. Sie hatte geplant, nach Hause zurückzukehren, um ihre Jungen wiederzusehen, aber sie hatte keine Gelegenheit dazu. Ihr Verlust wurde auf der ganzen Welt tief empfunden, und ihr Vermächtnis der Güte und des Mitgefühls inspiriert weiterhin Millionen. Trotz des tragischen Vorfalls, der ihr das Leben kostete, waren Dianas letzte Tage wirklich voller Abenteuer und neu entdeckter Gefühle. Was waren das für aufregende Ereignisse? Surreale letzte Tage.
Die Ehe von Prinzessin Diana und Prinz Charles war nicht unproblematisch und führte schließlich zu einer schrecklichen Scheidung, die keiner der beiden wollte. Dennoch setzte sich Königin Elisabeth II. Nachdrücklich dafür ein, dass die beiden getrennte Wege gingen, da sie der Meinung war, dass dies der effektivste Weg sei, um weiterzukommen. Damals schien ihre Trennung nicht mehr als ein königlicher Skandal zu sein, doch niemand konnte voraussehen, dass darauf eines der tragischsten Ereignisse in der Geschichte der Neuzeit folgen würde. Rückblickend ist es klar, dass die Warnzeichen vorhanden waren. Der emotionale Druck, der Aufruhr in den Medien und die zunehmende Entfremdung Dianas von der königlichen Familie trugen zu der Situation bei. Andererseits war niemandem bewusst, dass die Welt bald mit dem Verlust einer ihrer beliebtesten Figuren konfrontiert sein würde. In der 6. und letzten Staffel von The Crown auf Netflix wird das letzte Kapitel von Dianas Leben beleuchtet. Die Serie wurde für 18 Emmys nominiert, darunter für den Preis als beste Dramaserie. Die Schauspielerin Elizabeth Debicki, die die Rolle der Diana spielte, wurde ebenfalls zum 2. Mal für ihre Leistung nominiert. Im Verlauf der Serie wird versucht, die Komplexität von Dianas letzten Monaten darzustellen. Sowohl ihre Triumphe als auch ihre Herausforderungen und ihren unerschütterlichen Willen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. In Anbetracht der Tatsachen schien Dianas Zukunft nach der Scheidung voller Optimismus zu sein. Obwohl sie den Eindruck hatte, von der königlichen Familie ignoriert zu werden, konnte sie ihr Haus im Kensington Palace, ihren Titel als Prinzessin von Wales und eine Abfindung von 21 Millionen $ behalten. Vor allem aber hatte sie ihre beiden Jungen, Prinz William und Prinz Harry, die weiterhin der Mittelpunkt ihres Lebens waren. Es gab Spekulationen, dass sie vor ihrem frühen Tod ein weiteres Kind erwartete. Zum Zeitpunkt ihres frühen Todes am 31. August 1997 war Diana gerade 36 Jahre alt geworden. Die Menschen blicken seitdem mit tiefer Wehmut auf die letzten Monate ihres Lebens zurück. Selbst ihre schönsten Momente sind von einer bittersüßen Süße geprägt, als wäre ihr die Zukunft genommen worden, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Dennoch waren Dianas letzte Tage nicht nur von Gefühlen des Bedauerns geprägt. Sie gewann nicht nur ihre Freiheit zurück, sondern entdeckte auch das Glück wieder und verliebte sich sogar noch einmal. Viele Menschen in aller Welt warteten gespannt auf ihren nächsten Schritt und fragten sich, mit wem sie den Rest ihres Lebens verbringen würde. Im Juni 1997 veranstaltete sie eine bedeutende Wohltätigkeitsauktion bei Christie's. Sie verkaufte 79 ihrer berühmtesten Kleider, um $5 Millionen für eine Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln. Dieses Ereignis, das für sie einen Neuanfang bedeutete, ermöglichte es ihr, die Vergangenheit loszulassen und nach ihren eigenen Vorstellungen in die Zukunft zu gehen. Nach der Auktion hielt Diana eine tiefgründige Rede über die Fortschritte, die sie in ihrem persönlichen Leben gemacht hat. Andrew Morton, ein Biograf, sagte, sie habe gesagt, im Laufe der letzten Jahre habe ich sehr viel begriffen. Von nun an werde ich die Verantwortung für mich selbst übernehmen und ehrlich zu dem sein, was ich bin. Wenn es um meine Identität geht, will ich mich nicht mehr den Erwartungen anderer anpassen. Ich werde ich selbst sein. Die Worte, die Diana sprach, unterstrichen ihre Entschlossenheit, ihr Leben weiterzuführen. Weder die königliche Familie noch die Medien waren in der Lage, sie von diesem Zeitpunkt an zu definieren. Sie wollte sich ein Leben aufbauen, das echt und befriedigend war und sich darauf konzentrierte, zu Lebzeiten etwas in der Welt zu bewirken. Die Reise, die Diana nach der Scheidung ihrer Ehe mit Prinz Charles antrat, war noch faszinierender, als man vielleicht erwartet hatte. Es war 15 Jahre her, dass Prinzessin Diana in der Öffentlichkeit gelebt hatte, und in dieser Zeit hatte sie ein tiefes Verständnis für Menschen und Kommunikation erworben. Im Jahr 1995 hatte sie den großen Wunsch geäußert, die Informationen, die sie aus ihren Erfahrungen gewonnen hatte, zu nutzen und darüber gesprochen, wie ihre Erfahrungen ihr wichtige Einsichten vermittelt hatten. In einem bekannten Interview mit BBC Panorama äußerte sie den Wunsch, mit Menschen in Kontakt zu treten und etwas in der Welt zu bewirken. Nach einer mehrjährigen Trennungszeit wurde am 28. August 1996 die Scheidung von Prinz Charles vollzogen, der ein schwieriges Privatleben hatte. Diana hingegen nutzte die Gelegenheit, um ihre Rolle im öffentlichen Leben zu überdenken, anstatt sich aus diesem zurückzuziehen. Gegen Ende des Jahres, im Dezember 1996, war sie nach New York gereist,
wo sie von der United Cerebral Palsy Organization mit dem Humanitarian of the Year Award ausgezeichnet wurde. Die Anerkennung hatte ihre aufkeimende Identität als weltweite humanitäre Person gestärkt und nicht nur als Vertreterin der königlichen Familie. Im Jahr 1997 hatte sie sich voll und ganz philanthropischen Projekten gewidmet, insbesondere solchen, die von Krieg oder Krankheit betroffenen Menschen halfen. Im Januar reiste sie mit dem Halo Trust nach Angola, wo sie in Schutzkleidung über ein Minenfeld lief, um auf die potenziell tödlichen Auswirkungen von Landminen aufmerksam zu machen. Dianas Entschlossenheit, ihren Einfluss für einen echten Wandel zu nutzen, wurde auch durch die beeindruckenden Fotos deutlich, die während des Besuchs entstanden und die Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen Welt auf sich zogen. Aufgrund ihres unermüdlichen Engagements für die humanitäre Arbeit reiste sie durch die ganze Welt. Im Mai 1997 folgte sie einer Einladung zu einem Besuch in Chequers, dem Landsitz des britischen Premierministers. Dort hatte sie die Gelegenheit, mit Tony Blair und seiner Frau Cherie zusammenzutreffen. Berichten zufolge ging es bei den Gesprächen um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei Wohltätigkeitsprojekten, und Diana hatte deutlich gemacht, dass sie sich weiterhin für Probleme einsetzen wollte, die die ganze Welt betreffen. Im selben Monat war sie nach Pakistan geflogen, um eine Spendenaktion für ein Krankenhaus zu unterstützen, die von der Cricket-Ikone Imran Khan, dem späteren Premierminister Pakistans, organisiert wurde. Ihre Bemühungen wurden gelobt und zeigten, dass sie in der Lage war, auch außerhalb der Grenzen des Vereinigten Königreichs Unterstützung für wichtige Anliegen zu gewinnen. Die hochkarätigen Veranstaltungen, an denen Diana teilnahm, dauerten bis Juni 1997. Ihre erste Station war die Royal Albert Hall, wo sie eine Aufführung von Schwanensee besuchte. Kurz danach machte sie sich auf den Weg zum Weißen Haus, wo sie ein privates Treffen mit der First Lady Hillary Clinton hatte. Nach einigen Tagen veranstaltete sie eine Auktion bei Christie's in New York, bei der sie 79 ihrer ikonischsten Kostüme verkaufte und Millionen von Dollar für Krebs- und AIDS-Hilfsprojekte einnahm. Ihr Ruf in der Öffentlichkeit hatte sich gewandelt. Ihr Erscheinen auf der Titelseite der Vanity Fair im Juli 1997 mit der Überschrift Diana Reborn stellte einen Neuanfang für sie dar. Ein bekannter Modedesigner namens Gianni Versace hatte die Beobachtung gemacht, dass Diana anscheinend ihren inneren Frieden gefunden hatte. Er fuhr fort, dass sie bei der letzten Anprobe eine selbstbewusste und ruhige Ausstrahlung gehabt habe. Lassen Sie uns die faszinierende Geschichte von Prinzessin Dianas Sommerurlaub erzählen, der für sie nach den Turbulenzen in ihrer Ehe eine Zeit der Unabhängigkeit und neu entdeckten Leidenschaft war. Dianas Sommerflucht. Im Sommer 1997 begab sich Prinzessin Diana auf einen aufwendigen Urlaub, der die Aufmerksamkeit der ganzen Welt erregte. Als sie sich dem Alter von 36 Jahren näherte, befand sie sich an einem Scheideweg in ihrem Leben, auf der Suche nach Glück, Unabhängigkeit und vielleicht sogar Liebe. Dodi Fayed, der Sohn des wohlhabenden Geschäftsmannes Mohammed Al-Fayyad, wurde ihr überraschender Partner, als sie im Urlaub in Saint-Tropez war. Ihre Pläne für den Sommer führten sie an die schönen Küsten der Stadt, wo sie ihren unerwarteten Freund entdeckte. Mit Mohammed, dem Besitzer von Harrods, dem berühmtesten Kaufhaus London, hatte Diana schon seit geraumer Zeit eine freundschaftliche Beziehung. Bei mehreren Gelegenheiten arrangierte er für sie einen Einkaufsbummel an einem abgelegenen Ort, fernab von neugierigen Zuschauern und blitzenden Kameras. In diesem Sommer lud er Diana und ihre Kinder, Prinz William und Prinz Harry, großzügig in sein prächtiges Ferienhaus in Saint-Tropez ein, um sich dort zu erholen. Er tat dies durch die Großzügigkeit seiner Einladung. Für Diana war die Zeit einfach reif. Als sie sich von ihrem Verlust erholte, hatte sie gerade eine Beziehung mit Hasnat Khan beendet, einem Herzchirurgen, vor dem sie großen Respekt hatte. Obwohl ihre Beziehung sehr intensiv gewesen war, legte Hasnat großen Wert auf sein Privatleben und hatte Mühe, sich an Dianas weltweite Berühmtheit und das ständige Eindringen in sein Privatleben durch sie zu gewöhnen. Wer könnte ihn dafür verantwortlich machen? Sie konnten aufgrund ihrer Differenzen keine gemeinsame Zukunft haben. Erschwerend kam hinzu, dass Prinz Charles eine üppige Geburtstagsfeier für Camilla Parker Bowles, seine Lebensgefährtin, Gab, die ihren 50. Geburtstag feierte. Diana war nicht daran interessiert, an dieser Feier teilzunehmen und suchte stattdessen nach einem ruhigen Urlaub. Die Reise nach Saint-Tropez
zu der sie eingeladen worden war für sie die ideale Gelegenheit, um sich einen geistigen Freiraum zu verschaffen und ihren neuen Beziehungsstatus zu überprüfen. Zusammen mit William und Harry landete Diana in Saint-Tropez, wo sie die sonnigen Tage mit Lachen, Schwimmen, Entspannung und anderen Aktivitäten genoss. Die Ankunft von Dodi Fayed erfolgte am 14. Juli, nur ein paar Tage nach ihrem Aufenthalt. Kelly Fisher, ein Fotomodell, war zu diesem Zeitpunkt mit ihm verlobt. Der 42-jährige Filmproduzent war für seinen extravaganten Lebensstil bekannt. Dodi bestritt jedoch später, dass er jemals eine formelle Verlobung eingegangen war. Im Laufe der Tage kamen sich Dodi und Diana immer näher. Am 18. Juli, als Kelly eine Geschäftsreise antrat, konzentrierte sich Dodi ganz auf Diana und ihre Söhne. Er war so entschlossen, ihre gemeinsame Zeit unvergesslich zu machen, dass er einen ganzen Nachtclub buchte, damit sie ungestört tanzen konnten. Er organisierte auch einen privaten Ausflug in einen Vergnügungspark, damit sich die jungen Prinzen abseits der Öffentlichkeit vergnügen konnten. Die Tatsache, dass Dodi sich darum bemühte, dass ihre Söhne sich wohlfühlten, hat Diana, die ihren Söhnen gegenüber immer eine beschützende Mutter gewesen war, tief beeindruckt. Später beschrieb sie ihren Urlaub als den schönsten ihres Lebens. Es war ein Moment in ihrem Leben, in dem sie ein bemerkenswertes Gefühl der Befreiung verspürte. Es waren keine Kameras anwesend und es gab keine königlichen Verpflichtungen. Es waren einfach Momente purer Glückseligkeit. Als William und Harry sich auf den Weg nach Hause machten, verabschiedete sich Diana von ihnen, nachdem sie eine fantastische Zeit in Saint-Tropez verbracht hatten. Danach, am 22. Juli, flog sie nach Mailand, um an der Beerdigung von Gianni Versace teilzunehmen, einem engen Freund, der nur wenige Tage zuvor von dieser Welt gegangen war. Wie kam es dazu, dass ihre Beziehung zu Dodi als einfache Freundschaft begann und sich dann zu einer vollwertigen romantischen Partnerschaft entwickelte? Eine sofortige Anziehungskraft. Dies war der Beginn von Dianas neu entdeckter Romanze und ihrem Abenteuer, das mit der allmählichen Umwandlung der Verbindung zwischen diesen beiden Personen in eine romantische Verbindung begann. Dodi Fayed und Prinzessin Diana holten Prinzessin Diana nach ihrem schönen Urlaub im Mittelmeer in London ab. Anschließend flogen die beiden mit einem Hubschrauber nach Paris, um ihre Reise fortzusetzen. Das opulente Ritz Hotel, das Mohammed Al Fayed, Dodis Water, gehört, war der Ort, an dem sie sich ein ruhiges Wochenende abseits der Öffentlichkeit erhofften. Ein außergewöhnliches Maß an Abgeschiedenheit wurde dem Paar durch die erstklassigen Sicherheitsvorkehrungen des Hotels gewährt. Die verhinderten, dass sich Fotografen den beiden näherten. Anfang des Monats soll Dodi mit Diana eine Reise an die Côte d'Azur unternommen haben. So die kursierenden Gerüchte. Am 15. August begaben sie sich auf eine Reise zu den griechischen Inseln. Diana wurde ständig von Fotografen verfolgt, die jede Sekunde ihrer mit Dodi verbrachten Zeit filmen wollten. Sie verfolgten sie hartnäckig. Gleichzeitig machte die britische Boulevardpresse mit der Behauptung von sich reden. Dodi habe seiner damaligen Freundin, der Model Kelly Fisher, eine beträchtliche Summe gezahlt, damit sie ihre Arbeit aufgibt und sich ganz ihm widmet. Nachdem sie sich durch Dodis neue Liebesbeziehung verraten fühlte, beschloss Kelly, ihren Ärger öffentlich zu äußern. Außerdem drohte sie, rechtliche Schritte einzuleiten. Zur gleichen Zeit, als alles andere vor sich ging, machte Diana plötzlich wegen eines anderen Umstands Schlagzeilen. Trotz des Medienrummels, der ihr Liebesleben umgab, ließ sie sich nicht von ihrem humanitären Engagement abbringen. Am 9. August bestieg sie einen Hubschrauber und flog nach Bosnien, um an einer Mission teilzunehmen, die das Bewusstsein für die Gefahren von Landminen schärfen sollte. Eine Sache, für die sie sich mit ganzem Herzen eingesetzt hatte. Nur wenige Monate später, im Dezember 1997, wurde schließlich der Ottawa-Vertrag unterzeichnet, der den Einsatz von Landminen einschränkt. Dieser Vertrag wurde von den Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnet. Im Laufe ihres Lebens hatte sie große Anstrengungen unternommen, um diesen bedeutenden Meilenstein zu erreichen. Nach Beendigung ihrer Reise traf Diana wieder mit Dodi in London zusammen. Und am 21. August brachen die beiden zu einer weiteren Urlaubsreise nach Südfrankreich auf. Es war eines der letzten gemeinsamen Abenteuer, bevor sich eine schreckliche Katastrophe ereignete. Während der gesamten Zeit, die Diana auf ihrer Reise verbrachte, stand sie unter ständiger Beobachtung durch die Medien, während sie mit ihrem engen Freund und dass die ständige Aufmerksamkeit, die sie umgab, ziemlich überwältigend war.
Da die britische Boulevardpresse eine Geschichte nach der anderen über die Beziehung von Diana und Dodi veröffentlichte, wurde die Romanze zwischen den beiden zum Gesprächsthema in der Stadt. Es wurde berichtet, dass sie ihren Urlaub im Hotel Ritz in Paris verbrachten, das Dodis Vater gehört, der sehr reich ist. Dies heizte den Medienrummel, der durch die Nachricht ausgelöst wurde, nur noch weiter an. Die Fotografen versuchten weiterhin, Fotos von den beiden zu machen, obwohl sie sehr gut geschützt waren. Inmitten all dessen hat Diana auch ihre Arbeit für philanthropische Organisationen unbeirrt fortgesetzt, um ihre Unterstützung für das Verbot von Landminen zu demonstrieren. Ein Thema, das ihr sehr wichtig ist, reiste sie nach Bosnien. Ihr Ziel war es, zu zeigen, dass sie die Sache unterstützt. Der Vertrag, für den sie ihr Leben lang gekämpft hatte, wurde schließlich im Dezember 1997, nur wenige Monate nach ihrem schrecklichen Tod, unterzeichnet. Nachdem sie einige Zeit in Griechenland verbracht hatten, flogen Diana und Dodi am 21. August zurück nach Südfrankreich, um ihren Rückflug anzutreten. Sie hielten sich nur kurz in London auf, bevor sie die Rückreise in ihr Heimatland antraten. Im Laufe des Sommers hatte ihre rasante Liebe die Aufmerksamkeit der Menschen auf der ganzen Welt auf sich gezogen, und die Medien hatten jeden ihrer Schritte verfolgt. Nach nur wenigen Tagen erreichten sie Paris, wo Dianas Reise eine ebenso schreckliche wie herzzerreißende Wendung nehmen sollte. Paris wäre der Ort, an dem sie ankommen würden. Welche Ereignisse haben sich nach diesen amorösen Abenteuern ereignet? Eine Verlobung, die nie stattgefunden hat. Dass Prinzessin Diana sich im Sommer 1997 mit Dodi Al-Fayed vergnügte, ist sowohl aus der Geschichte als auch aus verschiedenen Erzählungen bekannt. Darunter auch aus Theaterstücken wie The Crown. Dies ist etwas, das sowohl durch historische Berichte als auch durch zahlreiche Fiktion enthüllt wurde. Menschen, die ihr nahe standen, sagten hingegen, dass sie unbedingt nach Hause zurückkehren wollte, obwohl sie das warme Wetter im Mittelmeer und die luxuriösen Abenteuer an Bord des Schiffes genossen hatte. Diana hatte den starken Wunsch, wieder mit ihren Söhnen Prinz William und Prinz Harry vereint zu sein, die zu dieser Zeit ihren Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland bei ihrer Großmutter, Königin Elizabeth II. Alle Söhne Dianas waren während der Sommerferien bei ihrer Großmutter untergebracht. Es wurde berichtet, dass die Prinzessin gerührt war, als Dodi ihr ein paar Manschettenknöpfe schenkte, die er von seinem Vater Mohammed Al-Fayed geerbt hatte. Die Freundschaft zwischen Diana und Dodi wurde im Laufe der Tournee immer enger, und es wurde berichtet, dass die Prinzessin von dem Geschenk gerührt war. Sie soll ihm gesagt haben, dass es ihren verstorbenen Vater sehr gefreut hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie jetzt in der Obhut von jemandem sind, der so hervorragend ist. Diese Aussage machte sie ihm gegenüber. Ihr Herz hingegen blieb bei ihren beiden Kindern, trotz der wunderbaren Taten und teuren Abenteuer, die sie erlebt hatte. Diana wollte unbedingt nach Hause zurückkehren, denn ihr Urlaub neigte sich dem Ende zu und sie erwartete, dass sie bald abreisen würden. Es waren viele Wochen vergangen, seit sie William und Harry das letzte Mal gesehen hatte, und sie freute sich darauf, wieder mit ihnen zusammen zu sein. Sie freute sich darauf, sie wiederzusehen. Dodi hingegen hatte sich eine Strategie ausgedacht, um diese Möglichkeit auszuschließen, indem er einen überstürzten Abstecher nach Paris organisierte. Es wurde gemunkelt, dass Diana von der Reise nicht allzu begeistert war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sie sich in Balmoral, wo sie zusammen mit Königin Elizabeth und ihrem Vater, Prinz Charles, auf sie warteten. Ihr einziger Wunsch war es, Blickkontakt mit ihren Söhnen aufzunehmen, die zusammen mit ihrem Vater anwesend waren. Am 30. August 1997 kamen Diana und Dodi in Paris an, wo er ein einzigartiges Schmuckstück erhalten sollte. Dix-moi oui ist ein Ring, der von Alberto Repossi entworfen wurde und $200.000 gekostet hat. Der Name des Rings bedeutet eigentlich Tell me yes. Der Ring war ein Dix-moi oui. Die Reise in die französische Hauptstadt sollte nur kurz sein. Und es sollte nur ein Zwischenstopp auf dem Rückweg nach London sein. Der Ort des Geschehens sollte in Frankreich liegen. Am Abend dieses Tages führte Diana ein letztes Gespräch mit ihren Lieben, bevor sie zum Abendessen ins Ritz-Hotel ging. Sie führte dieses Gespräch, bevor sie abreiste. Zunächst führte sie ein Gespräch mit Prinz Charles, der in der Vergangenheit ihr Ehemann gewesen war. Danach telefonierte sie sowohl mit Prinz Harry als auch mit Prinz William. Henry Paul, der Sicherheitschef des Ritz-Hotels, fuhr das Fahrzeug, in das Dodi und Diana einstiegen. Es scheint,
dass Paul an diesem Abend getrunken hatte. Dodi und Diana erwarben einen Verlobungsring bei einem Juwelier in Paris. Und zwar nachdem sie ihren Kauf abgeschlossen hatten. Obwohl geplant war, dass sie zu Dodis Wohnung zurückkehren würden, tauchte das Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt während des gesamten Vorgangs auf. Bei der Durchfahrt durch den Tunnel der Pont de l'Alma kam es zu einem Unfall, den sowohl Henri als auch Dodi nicht überlebten. Es ist bedauerlich, dass Diana am 31. August 1997 um 3 Uhr morgens für tot erklärt wurde, obwohl sie in das Krankenhaus Pitié-Salpêtrière gebracht worden war. Dies geschah trotz der größten Anstrengungen der Ärzte, die sie behandelten. Die Nachricht, die uns alle erschütterte, wurde innerhalb weniger Stunden nach ihrer Bekanntgabe in der ganzen Welt verbreitet. Diese unglücklichen Umstände waren der Auslöser für die Verbreitung von Gerüchten über ein falsches Spiel, die sich im Internet schnell verbreiteten. Besteht die Möglichkeit, dass diese Anschuldigungen zutreffend waren? Verdacht auf ein falsches Spiel. Nach dem Autounfall von 1997, der zum Tod von Prinzessin Diana führte, hat die Regierung des Vereinigten Königreichs einen Beschluss gefasst, der offiziell anerkannt wird. Einem Bericht der Daily Mail zufolge konnte eine von Sir John Stevens, einem ehemaligen Chef der Metropolitan Police, durchgeführte Untersuchung die seit langem bestehenden Verschwörungstheorien über die Ermordung von Diana, ihrem Liebhaber Dodi Fayette und ihrem Fahrer Henri Paul nicht entkräften. Über Jahre hinweg gab es zahlreiche Spekulationen darüber, dass der Tod von Prinzessin Diana kein tragischer Unfall war. Einige Personen waren der Meinung, dass ihr Ex-Mann, Prinz Charles, den Unfall sorgfältig inszeniert hatte, um ihr das Leben zu nehmen. Mohammed El-Fayyad, der Vater von Dodi und Inhaber von Harrods in London, war eine der Personen, die erklärten, dass sowohl Prinz Charles als auch Prinz Philipp für die Tragödie verantwortlich seien. Zu den anderen Personen, die diese Aussage machten, gehörte Mohammed El-Fayyad. Nach einer über 2 Jahre dauernden Untersuchung, an der 10 Ermittler beteiligt waren, konnten die Behörden jedoch keine Beweise finden, die diese Behauptungen untermauern. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass der Zusammenstoß durch eine Kombination aus unvorsichtigem Fahren und überhöhter Geschwindigkeit verursacht wurde. Dies geht aus den Ergebnissen der Untersuchung hervor. Der Mercedes, in dem Diana transportiert wurde, fuhr mit einer so hohen Geschwindigkeit durch den Pariser Pont d'Alma-Tunnel, dass selbst ein guter Rennfahrer Schwierigkeiten gehabt hätte, das Fahrzeug unter Kontrolle zu halten. Diana wurde von dem Mercedes transportiert. Henri Paul, der Fahrer, stand unter Alkoholeinfluss, als er mit Diana, Dodi und Trevor Rees Jones, einem ihrer Leibwächter, das Ritz Hotel verließ, so das Ergebnis einer früheren Untersuchung in Frankreich. Es gab eine Korrelation zwischen den Ergebnissen früherer Untersuchungen und den Ergebnissen dieser Studie. Es gab nur eine Person, die den Absturz überlebte, nämlich Rees Jones. Diana, Dodi und Henri Paul starben oder wurden an den Folgen des Unfalls getötet. Die Anklage wegen Totschlags, die gegen 9 Fotografen erhoben worden war, wurde von den französischen Gerichten schließlich fallen gelassen. Ein früherer Vorwurf gegen die Paparazzi lautete, sie hätten das Fahrzeug verfolgt und am Ort des Zusammenstoßes Aufnahmen gemacht. Im Jahr 2002 entschied das höchste französische Gericht, dass die Fotografen keine Schuld an der Katastrophe tragen, auch wenn sie daran beteiligt waren. Ein Rätsel muss noch gelöst werden. Was war der Grund dafür, dass an diesem Abend keine der Verkehrskameras entlang der Strecke, einschließlich derjenigen im Tunnel, richtig funktionierte? Der Daily Express widersprach jedoch der Behauptung, dass die Kameras einfach nicht richtig funktionierten. Beamte aus Frankreich erklärten, die Kameras seien lediglich beschädigt worden. Laut dem in der Zeitung veröffentlichten Bericht über das Ereignis wurde eine Frau auf Video aufgenommen, die nur wenige Sekunden vor dem Unfall von Diana durch den Tunnel raste. Die offizielle Antwort wird in Frage gestellt. Die britische Polizei hat ihren Standpunkt nicht geändert, auch wenn es noch Fragen gibt, die nicht beantwortet wurden. Der Sprecher des Metropolitan Police Department lehnte es ab, sich zu dem Bericht zu äußern und erklärte, dass die Untersuchung noch andauere und die ersten Ergebnisse noch nicht an den Gerichtsmediziner übergeben worden seien. In der Erklärung hieß es, die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen. Die Umstände des vorzeitigen Todes von Prinzessin Diana geben weiterhin Anlass zu Spekulationen. Obwohl die offiziellen Ermittlungen jegliche Art von Attentat oder organisiertem Anschlag konsequent ausschließen. Dennoch geben die Umstände weiterhin Anlass zu Spekulationen.
Stattdessen haben die Behörden erklärt, dass es sich um einen schrecklichen Unfall handelte, der durch rücksichtsloses Fahren, hohe Geschwindigkeit und einen Fahrer, der unter Beeinträchtigungen litt, verursacht wurde. Sie weisen darauf hin, dass diese Faktoren zu dem Unfall beigetragen haben. Auch mehr als 20 Jahre nach dem Ereignis ist der Tod von Diana immer noch eines der am meisten diskutierten Unglücke in der Geschichte der Menschheit. Ziel der Untersuchung ist es, den Verschwörungstheorien ein Ende zu setzen und Klarheit über den tragischen Tod der geliebten Prinzessin von Wales zu schaffen. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass einige Personen die offiziellen Schlussfolgerungen niemals akzeptieren werden, sollen mit der Studie beide Ziele erreicht werden. Glauben Sie, dass der schreckliche Tod von Prinzessin Diana die Folge eines einfachen Unfalls war? Oder sind Sie der Meinung, dass mehr dahinter steckt? Hat sich König Charles jemals öffentlich zu den Gerüchten geäußert, die über ihren Tod kursieren? Was denken Sie? Wollte Diana jemanden warnen? Und warum hat sich König Charles entschieden, dieses schockierende Detail jetzt zu enthüllen? Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, vergesst nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.